Okay, eins haben wir noch, dann spielen wir aber weiter, versprochen. So scrimshaw is this really beautiful method of art that's done either on baleen or ivory, and traditionally it was used to tell stories. Each etching is telling a story of some event. Caribou hunting was taking place. This is what was going on. War began around this time, and so it sort of gives you a timeline of history through etching. An elder or the person who carved it would literally be able to read the scrimshaw story. They're like reading a book, in a way. A lot of the storytelling traditions would be things that after the storytelling was done, we'd just rely on the next person telling it. And so scrimshaw is a very important way for Alaskan Native people to record their history. Scrimshaws, alles klar. Ich finde das sehr schön, sieht sehr schön aus. Auch wenn ich natürlich nicht so viel Elfenbein und so bin, aber da sehe ich das ein bisschen anders, da das ja zur Lebenserhaltung, naja, gejagt wird. So, wie kommen wir jetzt zurück? Ah, okay. Jetzt aber weiter. Fuchs, Wände klettern. Space. Aha. Und Space. Ah, okay. Fuchs, Seil herunterlassen. Ah, L und Shift. Okay. Also irgendwie ist das ein bisschen anders, die Steuerung, als da angezeigt. Deswegen muss ich gerade mal ein bisschen gucken. Seil hochklettern. Muss ich kurz wechseln. W. Erstmal hingehen natürlich. So, komm mit. Wie sie hüpft. Na komm. Karibus und Kleidung. Hä, hier ist doch gar kein Karibu. Oh, Entschuldigung. Das gucken wir auch noch mal kurz an. Karibu was it provided for us in many ways. Our clothing in those days was made of all caribou skin. I grew up wearing caribou pants, mittens, caribou skin mattress, blankets. Some people had boots that were made with wolf leggings, sealskin sole bottoms. Baleen was shaved to make insoles. They kept us quite dry and warm as well. But the caribou skin clothing was the best. We would get as many yearlings as we could for our outer clothing. And for a heavy winter, we would get caribou in February or March because the hair was the longest and the skin was the thickest, and we would use those for our winter gear. With that stuff on, you could sleep outside in 50 below and it wouldn't bother you a bit. Wow. Krass. Na, so langsam geht's aber. Oh.
Entschuldigung. Ich bin nicht so schnell. Niveaksiarualuk kangersingarok supayat ikayok taqaqanavlugit. Allauluni taamna Hallo. tariganniaq. Sivuneqsip kangaga niveaksiarualuk qanutun peqpaganaqtilaangit tamatkua ikayok tauruat. Okay. Dankeschön. Oh. Sie hat eine Seele. Es tut mir leid, wenn ihr die Videos die ganze Zeit nicht sehen wollt. Aber ich finde, es gehört einfach dazu, ne? Zum Spiel. Wir müssen ja auch ein bisschen über das Spiel erfahren. Ups. Sonst. Naja. Sila is the weather. It also means the atmosphere. Here's the nuna, or the land. And it's anything from the land into the moon, the sun, the stars. That's Sila. It's a very spiritual, and we have a relationship with Sila. Sila has a soul in the same way we do as people, in the same way animals do. I think spirit helpers in and of themselves are really about how we're connected with things. And so it may be that there's a spirit helper that shows themselves as a bird to show you the way home, or it may be a spirit helper that actually decides to show themselves with the face and body of a man instead of their animal form. And so I think one of the things that's hard to understand is that it's not one way of seeing things, it's one way of knowing you're connected to everything. We've always had that spirituality of everything around us. It's the interaction you have with the air you breathe, the ocean that you gather resources from, the rivers from which you gather fish, the tundra from which you pick berries, the animals that give themselves. It's all of that. Ich war ganz kurz weg, aber ich habe das Video trotzdem natürlich gesehen. Das heißt, also der Geist der Natur wird uns des Öfteren helfen. Das finde ich aber sehr nett. Nein, nicht nochmal. Ja, hatten wir doch gerade. So, weiter geht's. Und alles ist natürlich aus Eis. Also alles weiß hier. Alles sieht gleich aus. Während des Kletterns drücken, um von der Wand abzuspringen. Ich drücke A, aber... Ah, okay. Erinnert mich an Super Mario. Na, kommst du auch mit? Wie heißt das Mädchen eigentlich? Hat das einen Namen? Ups! Nein, das wollte ich gar nicht. Es gibt's da nicht. Kommt das Mädchen jetzt mit oder was? Hallo? Okay, ich muss es selber machen anscheinend. Ach so, warte, ich glaube, ich muss da hoch. Wechseln. Ja. Alles klar. Niveaksiarualugulu tariganniaqalu ikayuuti piaqtuk. Siqaqaniurutimig. Ara kangersinaittsoqunni qanuq pisilaangak. Aglaan tavra atautsikun aingaruk. Mach mir keine Angst.
Was für Schwierigkeiten. Ist gerade so friedlich hier. Pass auf! Mann, ist aber auch stürmisch hier. Hoppala. Nein! Na! Hilf mir! Nein! Oh! Das fängt ja schon gut an hier. Okay. Soll ich da jetzt hoch? Ah, ich kann da durch. Alles klar. Wir haben noch ein neues Video. Hallo? Video? Video? Video. Video. Ah. In the winter, when we were traveling, we didn't build sod houses, we built snow houses. In Canada, they call them igloo, but here in Alaska, we call them apuya. We'd do a day of travel, and then we'd make a apuya. The next day, my father would set traps, spend the day there, rest the dogs, give them something to eat, and then the following day, we continued to the next place. We'd go to my dad's sister, who had a house at Dubarg. They had a small sod house over there. We didn't have to do anything. We just visit with them, and my dad and my sister were glad to see each other, and they'd talk away while us kids played outside or go to sleep. By the time we get back to our home, my father would leave us with our aunt or with my grandmother, and then he'd start on his trips and go check his trap line. We were not into 8 to 5 kind of time, you know. We're in a total different kind. We're in ecological time. Da mussten sie also die Fallen immer kontrollieren. Hat bestimmt ganz schön gedauert. Mädchen? Achso, ich muss jetzt wahrscheinlich den Geist hier. Wuppala. Hilf mir bitte. Hallo? Aha. Ah, jetzt kommt das Mädchen da auch auf. Zack. Komm mit. Weiter geht's. Zum Abendessen will ich zu Hause sein. Hui! Oh! Oh, das Wasser ist aber kalt. Hui! Oh! Ich bin nicht so schnell, Mann. Okay. Wie er immer wegfliegt mit seinem Schwarzwein. Achso, ich glaube, ich muss hier hoch. So. Hallo! Oh, er ist wohl unfair. Jetzt aber. Warte. Das erinnert mich irgendwie an Journey. Hier eine Szene. Das ist genauso. Ey, Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Wieso war das denn hinkriegen? Mann. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Jetzt warte ich hier einfach. So. Gilt das jetzt? Ja. Na komm, hallo?
Komm mit. Ach, jetzt kommt nichts, oder was? Ach, hier, ich doch. Hä? Jetzt komm mit! Mann, alles muss man selber machen hier. Oh, das ist nicht wahr. Okay, 2 Spieler wären hier wirklich, glaube ich... Es ist einfacher zu zweit. Aber ich schaff das. Ich glaube an mich. So. Nicht. Hallo. Meine Güte. Heute noch bitte, Fräulein. Bist du gerade aufgespießt worden? Das ist doch nicht wahr. Oh, was für ein Akt hier. Ja, tauschen bitte. Oh nein, nicht schon wieder sowas. Das erinnert mich an Assassin's Creed 3.